Der Wecker klingelt. Nicht laut, nicht aggressiv. Trotzdem fühlt es sich an, als würde jemand eine Rechnung eintreiben. 5:45 Uhr. Der Bildschirm vom Handy leuchtet kurz auf. Kontostand im Kopf. Noch bevor die Augen richtig offen sind. Miete, Strom, Essen, Benzin. Vielleicht reicht es diesen Monat. Vielleicht auch nicht. Und genau hier beginnt etwas, das Millionen Menschen inzwischen heimlich fühlen. Arbeit macht nicht mehr müde. Arbeit macht hoffnungslos. Das klingt hart. Aber genau das ist die Wahrheit, die immer mehr Menschen nachts wach hält. Früher bedeutete Arbeit für viele Sicherheit. Heute bedeutet Arbeit oft nur noch nicht komplett untergehen. Und das verändert Menschen brutal. Der Kaffee läuft durch die Maschine. Draußen ist es noch dunkel. Im Bad schaut man kurz in den Spiegel und erkennt sich selbst irgendwie nicht mehr richtig. Nicht traurig, nicht glücklich, einfach leer. Und dann dieser Gedanke, den so viele mittlerweile verdrängen: Ich arbeite jeden verdammten Tag und trotzdem reicht es nicht. Hier wird es gefährlich. Denn Menschen können viel ertragen. Stress, Müdigkeit, Druck. Aber kaum etwas zerstört Menschen so langsam wie das Gefühl, dass sich ihre Anstrengung nicht mehr lohnt. Genau deshalb haben so viele keinen Bock mehr auf Arbeit. Nicht, weil sie faul sind, sondern weil das Verhältnis komplett zerbrochen ist. Leistung rein, kaum Leben zurück. Und jetzt passiert etwas Seltsames. Die Generation, die am meisten über Produktivität hört, fühlt sich gleichzeitig am ausgebranntesten. Podcasts über Erfolg, TikToks über Hustle, Motivation überall. Aber innerlich denken sich immer mehr Menschen nur noch: Wofür eigentlich? Denn viele arbeiten mittlerweile nicht mehr für Ziele, sondern nur noch gegen Angst. Angst vor Rechnungen, Angst vor Mahnungen, Angst davor, krank zu werden, Angst davor, dass eine einzige kaputte Waschmaschine plötzlich zum finanziellen Problem wird. Das ist kein normales Leben mehr. Das ist Daueranspannung. Und genau das spürt der Körper. Deshalb sind Menschen plötzlich gereizt, müde, emotional dünnhäutig. Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil das Nervensystem irgendwann nicht mehr unterscheiden kann zwischen psychischem Druck und echter Gefahr. Der Körper versteht nur: Ich komme nicht hinterher. Das Handy vibriert auf der Arbeit. Sofort zieht sich der Brustkorb zusammen. Chef schreibt: Schichtplan geändert. Wieder einspringen, wieder länger bleiben, wieder funktionieren. Und das Verrückte? Viele sagen mittlerweile automatisch: Ja, okay, obwohl innerlich längst alles schreit. Hier beginnt die eigentliche Katastrophe. Menschen verlieren nicht zuerst ihre Energie, sie verlieren zuerst das Gefühl, überhaupt noch wählen zu können. Früher sprach man von Karriere, heute sprechen viele nur noch davon, irgendwie durchzukommen. 2 Jobs, Nebenjob nach Feierabend, Lieferdienst nachts, Vollzeit morgens. Und trotzdem sitzt man am Monatsende da und rechnet im Kopf, ob man sich diese eine Sache überhaupt leisten darf. Hier wird es wirklich krank. Menschen arbeiten 40 Stunden und fühlen sich trotzdem arm, nicht wegen Luxus, wegen normalem Leben. Und genau das erzeugt diese tiefe Wut, über die kaum jemand ehrlich spricht. Denn irgendwo tief drin merken viele Menschen plötzlich: Ich tausche mein komplettes Leben ein und bekomme kaum Zukunft zurück. Dieser Gedanke verändert alles. Der schlimmste Moment ist oft nicht die Arbeit selbst, sondern Feierabend, Heimkommen, Schuhe ausziehen, kurz aufs Konto schauen und plötzlich fühlt sich der ganze Tag sinnlos an. 8 Stunden verkauft, Energie verkauft, Zeit verkauft und trotzdem kein echtes Gefühl von Sicherheit. Das ist neu. Und genau deshalb fühlen sich moderne Jobs oft so leer an. Früher konnte harte Arbeit wenigstens Hoffnung erzeugen. Heute erzeugt sie bei vielen nur noch Erschöpfung. Das klingt pessimistisch, ist aber für Millionen Realität. Und genau diese Realität macht Menschen innerlich kalt. Hier wird es brutal. Manche Menschen haben nicht keinen Bock auf Arbeit. Sie haben keinen Bock mehr, sich ausbeuten zu lassen und dabei noch dankbar wirken zu müssen. Denn genau das wird mittlerweile erwartet. Mehr leisten, flexibler sein, immer erreichbar, immer positiv, immer motiviert. Während gleichzeitig alles teurer wird,
Mieten steigen, Lebensmittel steigen, Strom steigt, aber die Energie der Menschen, die sinkt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und genau deshalb wirken mittlerweile so viele wie emotional abgeschaltet. Nicht depressiv, nicht faul, sondern einfach dauerhaft überfordert. Der Raum im Büro ist still, Tastaturen klicken, jemand lacht kurz. Irgendwo summt Neonlicht und trotzdem fühlt sich alles seltsam leblos an. Fast wie Schauspiel. Menschen reden über Wochenenden, während sie innerlich nur hoffen, irgendwie bis Freitag durchzuhalten. Das Verrückte daran? Viele merken gar nicht mehr, wie erschöpft sie wirklich sind, weil Dauerstress irgendwann normal wird. Der Körper gewöhnt sich an Alarmzustand, bis plötzlich Kleinigkeiten reichen, damit alles kippt. Eine Rechnung zu viel, ein Anruf zu viel, eine schlechte Nachricht zu viel und plötzlich sitzt jemand nachts im Auto und weiß nicht mal genau, warum er gerade weint. Doch genau hier beginnt etwas Wichtiges. Denn irgendwann merken Menschen, ich bin nicht müde wegen Arbeit, ich bin müde wegen diesem Leben. Und dieser Satz trifft härter als jede Motivation, weil plötzlich klar wird, dass das Problem tiefer liegt. Viele Menschen arbeiten nicht zu wenig. Sie bekommen einfach zu wenig zurück, zu wenig Zeit, zu wenig Ruhe, zu wenig Perspektive, zu wenig echtes Leben. Und genau das zerstört Motivation. Nicht Faulheit, nicht mangelnde Disziplin, sondern dauerhafte Hoffnungslosigkeit. Und jetzt kommt die Sache, die fast niemand offen ausspricht. Manche Menschen wären viel motivierter zu arbeiten, wenn Arbeit sich überhaupt noch nach Zukunft anfühlen würde, aber für viele fühlt sich Arbeit mittlerweile nur noch an wie Schadensbegrenzung. Nicht aufbauen, nicht leben, nur verhindern, komplett unterzugehen. Hier kippt das ganze System, denn Menschen können extrem viel leisten, wenn sie Sinn fühlen. Aber wenn ein Mensch dauerhaft das Gefühl bekommt, dass seine Mühe nichts verändert, stirbt irgendwann innerlich etwas ab. Genau dann entsteht dieses berühmte Kein Bock. Nicht plötzlich, sondern langsam. Wie ein Licht, das jeden Monat ein bisschen dunkler wird. Der Körper merkt das früher als der Kopf. Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Gereiztheit, kein echtes Abschalten mehr. Man sitzt zu Hause, aber innerlich ist man immer noch auf Arbeit, immer noch angespannt, immer noch im Überlebensmodus. Und das Gefährlichste daran: viele halten diesen Zustand inzwischen für normal, doch das ist nicht normal. Menschen sind nicht dafür gemacht, dauerhaft nur zu funktionieren. Menschen brauchen echte Ruhe, echte Hoffnung, echte Perspektive. Fehlt das alles gleichzeitig, entsteht diese moderne Form der Erschöpfung, die man von außen oft gar nicht erkennt. Und genau deshalb fühlen sich mittlerweile so viele verloren, obwohl ihr Leben von außen okay aussieht. Job vorhanden, Wohnung vorhanden, Alltag vorhanden. Aber innerlich fehlt etwas Entscheidendes. Das Gefühl, dass sich das alles überhaupt noch lohnt. Hier wird es traurig. Denn manche Menschen erinnern sich nicht mal mehr daran, wann sie sich das letzte Mal wirklich auf ihre Zukunft gefreut haben. Nicht aufs Wochenende, nicht auf Urlaub, sondern auf ihr echtes Leben. Und genau das verändert die Psyche einer ganzen Generation. Doch die meisten reden nicht darüber. Stattdessen machen sie Witze. Haha, kein Bock auf Arbeit. Ich kündige einfach. Ich brauche Urlaub. Klingt lustig, ist aber oft ein Hilferuf. Denn Humor ist manchmal nur erschöpfte Ehrlichkeit mit Lächeln. Und genau deshalb fühlen sich diese Sätze plötzlich überall gleich an. Im Büro, auf TikTok, in Kommentarspalten, im Freundeskreis. Ganze Generationen sind müde geworden. Nicht vom Arbeiten selbst, sondern vom Gefühl, dass sie rennen, ohne jemals wirklich anzukommen. Aber genau hier liegt auch die Lösung. Nicht in toxischer Motivation, nicht in „Steh früher auf“, nicht in irgendwelchen Erfolgssprüchen, sondern erstmal in Ehrlichkeit. Ehrlich merken, dass etwas nicht stimmt. Ehrlich zugeben, dass dauerhafte Überforderung kein Charakterfehler ist. Ehrlich erkennen, dass Menschen nicht dafür gebaut sind, nur noch Maschinen für Rechnungen zu werden. Und plötzlich verändert sich etwas. Langsam, aber spürbar.
Menschen beginnen Grenzen zu setzen, nicht mehr jede Schicht anzunehmen, nicht mehr überall Ja zu sagen, nicht mehr jeden eigenen Schmerz wegzulachen. Das löst nicht sofort alle Probleme. Natürlich nicht. Rechnungen verschwinden dadurch nicht plötzlich. Aber etwas anderes passiert. Menschen holen sich langsam das Gefühl zurück, überhaupt noch ein eigenes Leben zu besitzen. Und genau das heilt viele Dinge, die Motivation alleine niemals heilen könnte. Denn ein Mensch braucht nicht nur Geld zum Überleben, sondern auch Würde, Ruhe, Kontrolle, Hoffnung. Fehlt Hoffnung zu lange, wird selbst der stärkste Mensch irgendwann innerlich müde. Vielleicht schauen genau deshalb gerade so viele Menschen solche Videos nachts alleine. Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil sie irgendwo tief drinnen spüren, dass mit dieser modernen Realität etwas nicht stimmt. Dass Arbeit Menschen nicht komplett leer machen sollte. Dass Vollzeit nicht bedeuten sollte, trotzdem Angst vor dem Monatsende zu haben. Dass Leben mehr sein muss als nur funktionieren bis zum Wochenende. Und genau diese Gedanken verändern gerade Millionen Menschen gleichzeitig. Leise, aber gewaltig. Denn vielleicht ist kein Bock auf Arbeit gar keine Faulheit. Vielleicht ist es die Psyche, die irgendwann nicht mehr akzeptieren will, wie unnatürlich dieses ganze System geworden ist. Und wenn man das einmal wirklich versteht, beginnt plötzlich eine viel größere Frage. Nämlich warum manche Menschen trotz all diesem Druck trotzdem weitermachen, funktionieren, lächeln, obwohl innerlich längst etwas zerbrochen ist. Genau darum geht es im verlinkten Video. Denn die Psychologie von Menschen, die zu viel gelitten haben, beginnt oft nicht mit einem großen Trauma, sondern mit Jahren voller stiller Überforderung, Druck und dem Gefühl, niemals wirklich sicher zu sein.